Wenn du dein Geld mit hohen Renditen anlegen möchtest, dann kommst du an den Aktien kaum vorbei. In diesem Video zeigen wir dir 5 Gründe, warum ETFs in den meisten Fällen eine bessere Möglichkeit sind als Einzelaktien oder andere Arten von Fonds. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dich das Thema Geld interessiert, dann abonniere doch den Kanal und verpasse kein neues Video mehr. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Generell stehen wir Deutschen im Gegensatz zu anderen Nationen Aktien und anderen Wertpapieren eher skeptisch gegenüber. Die meisten denken an die großen Schwankungen oder die Börsencrashs, die immer wieder vorkommen. Zu Unrecht, wie die Durchschnittsrenditen bei längeren Anlagehorizonten zeigen. Dazu später mehr. Trotz der Aktienskepsis werden ETFs immer beliebter. Sie stehen für ein einfaches und passives Investieren in Wertpapiere. Dabei bilden sie einen Index nach, ohne das Ziel, ihn zu schlagen. Die Anzahl ausgeführter ETF-Sparpläne in Deutschland lag im Jahr 2015 noch bei knapp 214.000. In 2019 waren es bereits mehr als 1 Million und im Sommer 2020 dann schon 1,9 Millionen Sparpläne in ETFs, die die Deutschen regelmäßig besparen. Keine andere Geldanlageform konnte zuletzt so stark wachsen wie ETFs. Was aber macht die ETFs so interessant? Und wie kannst du mit ETFs clever und renditestark investieren? Bleib dran! Erstens, die breite Risikostreuung. Wenn du als Anleger in ETFs investierst, hast du bei jeder Investition eine breite Risikostreuung, mit der du dein Verlustrisiko reduzierst. Kaufst du zum Beispiel einen ETF auf den DAX, investierst du damit in 30 verschiedene deutsche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Mit einem MSCI World ETF kaufst du auf einmal Anteile von mehr als 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Während du mit einer Anlage in Einzelaktien einem verhältnismäßig großen Verlustrisiko ausgesetzt bist, weil Unternehmen oder auch ganze Branchen einbrechen können, verteilst du das Risiko mit einem ETF extrem, da einzelne Aktien immer nur einen kleinen Anteil darin ausmachen. Mit ETFs musst du auch nicht bei Aktien bleiben. Es gibt sie nämlich zum Beispiel auch für Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe. Damit kannst du dein Risiko weiter reduzieren, ohne deine Ertragschancen zu verringern. Gefällt dir das Video? Dann lass doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Zweitens, geringe Kosten im Vergleich zu aktiven Fonds. Aktive Aktienfonds kosten in der Regel jährlich 1,5 bis 2% an Verwaltungsgebühren. ETFs hingegen liegen bei durchschnittlich 0,34%. Die Differenz muss ein aktiver Fonds an zusätzlicher Rendite erwirtschaften. Nur 1% Unterschied bei den Kosten kann bei 30 Jahren einen 5-stelligen Unterschiedsbetrag ausmachen, wie dir folgendes Beispiel zeigt. Angenommen, du legst 10.000 € für 30 Jahre zu durchschnittlich 5% per annum an. Dann hast du am Ende der 30 Jahre ein Vermögen von 43.219,42 €. Bei 10.000 € ebenfalls für 30 Jahre, aber zu 6% per annum angelegt, ergeben einen Vermögenswert von 57.439,91 €. Der Unterschied beträgt also in diesem Fall 14.215,49 €. Bei solch langfristigen Investments an der Börse sind diese Renditen durchaus realistisch, wie das bekannte DAX-Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts zeigt. Wer in den letzten 30 Jahren breit in den DAX investiert hat, konnte sich inklusive wiederangelegter Dividenden und trotz mehrerer Börsencrashs über eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,9% freuen. Im schlechtesten 30-Jahre-Intervall waren es immer noch 6,8% per annum. Drittens. ETFs sind einfach und transparent. Da ETFs ihren zugrunde liegenden Börsenindex 1:1 nachbilden, sind sie sehr transparent und einfach zu verstehen. Ganz im Gegensatz zu einigen speziellen Derivaten, die selbst Bankberater nicht immer erklären können. Es gibt zwar auch unter den ETFs mittlerweile Konstruktionen, die den Index schlagen sollen und entsprechend speziell konstruiert sind. Für den Großteil der mehr als 1500 in Deutschland zugelassenen ETFs gilt das aber nicht. Mittlerweile fließen unter anderem auch aufgrund der Transparenz mehr Anlegergelder in ETFs als in klassischen aktiv gemanagten Fonds. Viertens. Aufgrund der Niedrigzinsphase sind ETF praktisch alternativlos. Aktuell befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase, von der niemand sagen kann, wie lange sie noch dauert. Sparbücher, Tagesgeld und Festgeldkonten bieten also kaum nennenswerte Zinsen. Die Inflation entwertet zusätzlich bestehende Ersparnisse. Wenn du also Vermögen aufbauen möchtest, kommst du also nicht an einem ETF-Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen vorbei. Bezüglich Aktien-ETFs ist beispielsweise eine Kombination aus dem MSCI World und dem MSCI Emerging Markets Index empfehlenswert. Auf diese Weise hat man eine globale Abdeckung und streut das Verlustrisiko auf eine Vielzahl von Unternehmen, Branchen und Ländern. Wenn du regelmäßig sparen möchtest, kannst du dazu einen ETF-Sparplan bei einem der zahlreichen Online-Broker einrichten.
Sie sind sehr flexibel, kostengünstig und du kannst ohne Kündigungsfristen über dein Geld verfügen. Einige Broker bieten sogar die Möglichkeit, verschiedene ETFs im Sparplan ohne Ordergebühren zu kaufen. So kannst du 100% deiner regelmäßigen Sparrate anlegen. Unseren Depot-Tipp mit vielen kostenlosen ETF-Sparplänen findest du unten in der Beschreibung. 5. ETFs erwirtschaften die Marktrendite abzüglich ihrer Verwaltungsgebühren. ETFs, die einen Börsenindex 1:1 nachbilden, erzielen in der Regel die Marktrendite. Ihren Index schlagen können sie aber normalerweise nicht. Nur wenn Indexfonds durch Wertpapierleihe Zusatzerträge wirtschaften, die höher sind als die jährlichen Verwaltungsgebühren, ist es möglich, dass sie besser als ihr Referenzindex abschneiden. Das ist aber, wie gesagt, nicht die Regel. Zunächst klingt das natürlich wie ein Nachteil und ein Grund, der gegen den ETF spricht. Denn aktiv gemanagte Aktienfonds können durchaus besser als der Markt abschneiden. Dies ist aber nur bei einzelnen Aktienfonds der Fall und meistens nicht von Dauer. Dafür ist dem ETF die Marktrendite sicher, während der Großteil der aktiv gemanagten Fonds nach Abzug von Gebühren und Steuern deutlich unter der Marktrendite liegt. Wie kannst du also effektiv in ETFs investieren? Am besten und einfachsten ist es, einen Sparplan einzurichten. Dabei investierst du regelmäßig einen festgelegten Betrag in einem vorher bestimmten ETF und profitierst vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Wenn die Kurse steigen, kannst du dich über steigende Gewinne freuen und bei einem Kursrückgängen freust du dich darüber, dass du mehr Anteile für deine Sparrate erhältst. Bedenke, die Geldanlage in ETFs sollte langfristig sein, so dass du von den Renditen der Aktienmärkte profitieren kannst. Verluste kannst du dann einfach aussitzen. In der Beschreibung verlinken wir dir noch ein paar Videos, die dabei helfen, die richtigen ETFs zu wählen. Wie du siehst, gibt es mehrere gute Gründe für die Geldanlage in ETFs. Der Anteil derer, die in Deutschland passiv investieren, liegt nach Schätzungen von Experten bei unter 10%. Anhand der Zahlen zu Beginn des Videos kannst du aber sehen, dass der Anteil stetig steigt. Und das sehr schnell. Mehr und mehr Anleger verstehen die Vorteile der Buy-and-Hold-Strategie und wenden sie an. Wenn du dein Geld in ein ETF-Portfolio investierst, hast du eine vergleichsweise pflegeleichte Geldanlage, die du nicht ständig beobachten musst. Anders als bei Einzelaktien, wie unter anderem die VW oder die Wirecard-Aktien zeigen. Einmal im Jahr nimmst du ein Rebalancing vor, um die ursprüngliche prozentuale Verteilung der Anlageklassen wiederherzustellen. In der Regel genügt das vollkommen. Im Rest der Zeit sparst du dank Sparplan ganz automatisch und kannst dich anderen Dingen als deiner Geldanlage widmen. Wenn dir das Video mit 5 Gründen für das passive Geldanlegen in ETFs gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Hast du noch Fragen zum Thema ETF oder wünschst du dir mehr Videos zum Thema Geldanlage? Dann schreib uns in den Kommentaren. Und wenn du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.